Kennt ihr das? Ihr wollt schnell was drucken und plötzlich zieht das Filament Fäden, haftet nicht richtig oder reißt. Das liegt fast immer an Feuchtigkeit und glaubt mir, ich hatte dieses Problem mehr als nur einmal. Ich habe viel ausprobiert, bin durch einige Irrwege gegangen und kann euch jetzt endlich eine Lösung zeigen, mit der ich richtig zufrieden bin. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es gibt noch ein richtiges Highlight. Ich werde euch ein Werkzeug zeigen, das ich selbst konstruiert habe und das richtig praktisch ist. Bevor wir zu meiner aktuellen Lösung kommen, werfen wir kurz einen Blick darauf, was alles nicht funktioniert hat. Ein Beispiel ist dieser sogenannte Pro-Clip, der das Filament an der Rolle fixieren soll. Das klang zunächst sehr vielversprechend, war aber in der Praxis komplett unpraktisch. Der Clip hat sich mit der Zeit gelöst und auch das Ein- und Ausfädeln war richtig nervig. Dann gab es noch diese Spuleneinsätze mit Schraubdeckel. Ich war motiviert und habe direkt 8 Stück davon gedruckt. Jedes Mal, wenn eine Filamentspule leer war, durfte ich den Deckel mit einem Imbus aufschrauben. Dabei gingen regelmäßig ein paar Trockenperlen verloren und meine Geduld gleich mit. Und damit kommen wir auch zum Ursprung allen Übels. So sah unser 3D-Druckraum früher aus. 2 große Sammlerkisten, das Filament wild darin verteilt. Daneben lagen eingeschweißte Rollen, die einfach keinen festen Platz hatten. Es war alles andere als praktisch und ehrlich gesagt auch ziemlich chaotisch. Um dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, habe ich dieses kleine Regal aus Restholz gebaut. Der Plan dafür war simpel, das Ergebnis dafür umso überzeugender. 3 Reihen für neue Rollen, simpel, stabil und stilgerecht, komplett aus Restholz. Danach habe ich mich um die Trockenlagerung der einzelnen, schon offenen Rollen gekümmert. Ich habe diese Trockeneinsätze für Bambolab-Spulen gedruckt. Der Deckel hat ein gedrucktes Gewinde, Werkzeug AD. Ich habe das Gewinde mit ein bisschen Fett geschmiert, das macht das Ganze schön geschmeidig. Kann ich sehr empfehlen. Besonders effektiv sind die Einsätze in Kombination mit dem AMS-System. 4 Einsätze in den Spulen, 2 im Boden, eine hinten am Schlauch, 5 vorne. Ordentlich was los in der Box. Das sorgt insgesamt für ein wunderbar trockenes Klima. Wenn ihr die Einsätze nachdrucken wollt, alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch eine Maker-World-Kollektion angelegt, da findet ihr alles auf einen Klick. Jetzt geht's ans Herzstück meiner Lagerlösung, die legendären Sammlerkisten. 8 Stück, 22 Liter. Jede Kiste hat Platz für 4 Rollen, ein Hygrometer und 2 Silica-Gel-Boxen. Die Rollen lagern auf 2 10 mm Alustäben, die ich seit fast 10 Jahren aufbewahrt habe. Manche sammeln Briefmarken, ich sammle Aluminiumstangen, man weiß ja nie. Oben an der Kiste sorgt eine Schaumstoffdichtung für Dichtigkeit, damit kann kaum Feuchtigkeit ein- oder austreten. Die Grundidee kommt vom Nutzer Croscopy. Ich habe sie etwas angepasst und mit praktischen Details ergänzt. Der Weg zu diesen Boxen war übrigens wirklich steinig. Ich habe Stunden und Tage mit der Montage verbracht. Zum Beispiel mit diesen Never Lost Clips. Sie bleiben an der Kiste und sparen an das ewige Suchen. Die Clips, die ich zuerst druckte, musste man aufmachen, weglegen, wieder hinmachen. War super nervig. Ich habe direkt 8×8 Stück gedruckt, in allen Farben. Ein bisschen Nerdstolz ist erlaubt, oder? Muss ja auch irgendwie bunt sein. Wenn sich die Silica-Perlen grün verfärben, ist das ein klares Zeichen. Sie sind gesättigt. Dann ist es Zeit, sie wieder zu trocknen. Dafür nutze ich einen recht günstigen Filamenttrockner von Esan. Oder Isan. Den habe ich auf ein kleines Podest neben dem Regal gestellt, damit er nicht ständig im Weg ist. Die verbrauchten Silica-Perlen kippe ich in diese runde Box, die wie eine Filamentspule aussieht. Gedruckt aus ABS CF. Wichtig, denn PLA würde im Trockner einfach weich werden. Wollen wir nicht. Auf keinen Fall. Ich habe das mal getestet. Keine gute Idee. Sah aus wie ein verunglückter Cronut. Damit ich bei 8 Kisten schnell finde, was ich suche, nutze ich diese Labelclips für Bambolab-Rollen. Einfach aufgesteckt und man kann kleine Schildchen einschieben, super praktisch. Zusätzlich habe ich die Clips vom Nutzer Michel entdeckt. Die können noch mehr. Sie bieten Platz für Beschriftung und man kann das Filament direkt einstecken. Also quasi ein besserer Pro-Clip. Kein Gefrickel mehr durchs kleine Loch der Spule. Meine Finger sind dankbar. Für Rollen, bei denen das Filament genau auf der gegenüberliegenden Seite endet, nutze ich einfache Clips ohne Beschriftung. Das spart mir das wieder wegmachen und hinmachen bei neuen Rollen. Somit ist die Rolle auf der Innenseite und auf der Außenseite beschriftet. Und ich sehe sofort, was Sache ist, egal wie rum die Spule steht. Mit diesem Setup finde ich mich schnell zurecht und mein Filament bleibt trocken.
Im Zuge des ganzen Projektes habe ich auch gleich den restlichen 3D-Druckraum neu organisiert. Dafür habe ich 4 kleine 11 Liter Sammlerboxen in Schubladen umgebaut, mit Einschüben und einem Gfinity Grid als Grundlage. Übrigens habe ich diese Einschübe selbst konstruiert, auch auf Makerverse und Download, natürlich kostenlos. Die erste Schublade enthält Werkzeug, etwas Fett für den Drucker, Ersatzteile und meine Label-Vorräte. Ich nenne sie liebevoll die Kiste der Hoffnung. In der zweiten Schublade findet man typisches 3D-Druckzubehör wie Drahtbürsten und Schläuche. Die dritte Kiste enthält tatsächlich kein Gfinity Grid, sondern nur Rolleneinsätze für Silicagel. Ich habe übrigens so viel Silicagel, wenn ich eine Frau wäre, hieß ich wohl Silicageli. Und ja, die vierte Schublade ist ein bisschen dekadent, ein Gridfinity Mülleimer. 3 kleine Kisten für Papier, Plastik und Restmüll. Typisch deutsch, oder? Dabei bin ich so undeutsch. Naja. Zum Schluss kommt das versprochene Werkzeug, mein kleiner Filament-Clip-Entferner. Mit 2 Fingermulden und leicht kleineren Nippeln lassen sich die Labelclips damit ganz einfach herauslösen. Kein Fluchen, kein Schraubenzieher, einfach raus damit. Das war übrigens nicht die erste Version. Beim ersten Prototyp ist gleich der Nippel abgebrochen und der war generell unfassbar groß und hässlich. Aber trust the process, einfach mal loslegen. Ja, Ruhe in Frieden, du kleiner Plastikheld. Wichtig, das Werkzeug sollte stehend gedruckt werden, damit die Schichten nicht quer verlaufen. Sonst geht es dem Nippel wie dem Cybertruck, bricht schon bei geringster Belastung auseinander. So, damit habt ihr meinen kompletten Prozess gesehen, vom Chaos bis zur trockenen Ordnung. Ich hoffe, es war etwas Hilfreiches für euch dabei. Mir persönlich gefällt die Lösung sehr. Die Kisten sind praktisch und bieten trotzdem eine einigermaßen professionelle Lagerung des Filaments. Mit dem Filamenttrockner kann ich einfach und platzsparend die zu feuchten Silicaperlen trocknen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euer Filament lagert. Vielleicht ist ja auch noch für mich ein guter Tipp dabei. Und wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, erstmal Respekt, danke. Ich habe übrigens noch vor, in Zukunft noch mehr zum Thema Filamenthandling zu zeigen, also bleibt gespannt. Falls ihr Fragen habt oder bestimmte Themen sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das war's, wir haben Ordnung geschaffen, die Feuchtigkeit verbannt und eine praktische DIY-Filamentlagerung eingerichtet. Und ganz ehrlich, es fühlt sich richtig gut an, wenn einfach alles funktioniert und griffbereit ist. Auch wenn das Projekt viel länger gedauert hat, als ich anfangs angenommen habe. Also, bis zum nächsten Mal. Happy Printing! Ciao! Ach ja, und wenn ihr sehen wollt, wie der ganze Raum entstanden ist, unten in der Beschreibung habe ich eine Playlist verlinkt. Also, ciao! Thank you.